Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans, willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es diesmal um die Ziehung der Gewinner meines letzten Gewinnspiels, des Motu Fanfiction Gewinnspiels. Lasst euch überraschen, schaut rein, habt ihr gewonnen? Bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues Video und auch kein Gewinnspiel mehr. Ja, was soll ich sagen, das Gewinnspiel ist beendet. Die Gewinnspielfrage war ja, was in meinem Hintergrund sich geändert hat, was ich umgestellt habe. Dazu solltet ihr in das Video, ich packe es euch hier oben auch nochmal den Link rein, solltet ihr in das Video den Kommentar, den Hashtag Ich weiß schreiben und dann die Begründung bzw. dann die Antwort, was ihr wisst. Und zwar, ja, ich habe hier hinten natürlich umgeräumt. Ich habe meine Filmsammlung, also Blu-rays, DVDs und so weiter, größtenteils aus diesem Regal rausgeräumt und habe dann ja das Ganze mit Figuren bestückt, weil ich halt hier hinten einfach so im Hintergrund ja so eine Figurenecke haben möchte. Habt ihr natürlich alle gewusst, es haben wieder 20 Abonnenten, 20 Teilnehmer mitgemacht. Vielen Dank dafür, war echt wieder klasse, hat echt wieder Spaß gemacht, eure Kommentare zu lesen. Und ja, was soll ich sagen? Diesmal ist die Gewinnchance nach dem letzten Mal, dass ich einen Scarecrow verlost habe, einen Origin Scarecrow, ist die Gewinnspielchance nochmal größer, denn wie gesagt, es haben 20 Leute mitgemacht und es gibt diesmal 4 Gewinne. Es gibt 4 Gewinne, ja, von den Motu Fanfiction Jungs, von dem Motu Fanfiction Team. Wie gesagt, ich habe einmal als Hauptpreis, ja, also als ersten Preis, das ganz neue, das nagelneue Fanfiction-Heft, wo es um die Person Gigor geht. Ja. Tolles Heft, richtig klasse, habe ich in einem Rutsch durchgelesen. Es ist ein Doppelheft, es ist ein Doppelband, es sind 2 Geschichten drin. Ja, finde ich richtig klasse. Und dann habe ich noch zur Verfügung gestellt bekommen, 3-mal den ersten Band hier, den einen neuen Feind. Ja, und das sind halt die Plätze 2, 3, zu wenig Hände. Und 4, ja, die bekommen dann halt, wie gesagt, die ich jetzt auslosen werde. Der Platz 2, 3, 4. Platz 1 bekommt den Gigor zugeschickt. Die Auslosung, letztes Mal, bei meinem letzten Gewinnspiel, habe ich so gemacht, dass ich halt einfach alle Teilnehmer jeden einzeln auf einen Zettel geschrieben habe. Habe alle zusammen in eine Kiste geworfen, habe kurz rumgerührt mit der Hand, habe einen gezogen und dann war der Gewinner da. Diesmal mache ich es ein bisschen anders. Ich habe es ja schon erwähnt gehabt, wie ich es halt vorhabe. Ich habe jeden Kommentar oder jeden Teilnehmer in der Reihenfolge, wie er kommentiert hat, aufgeschrieben. Das heißt, der erste Kommentar, der richtig war, hat die Startnummer 1, der zweite Startnummer 2, der dritte Startnummer 3 und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt alle Teilnehmer hier auf einem Zettel, ja, 20 Teilnehmer. Und wir spielen jetzt Bingo. Das heißt, ich habe hier so eine kleine, das zeige ich euch dann gleich, ja, ich stelle gleich die Kamera um, so eine kleine Trommel, wie man es halt vom Lotto und so weiter kennt. Das heißt, ich habe da 20 Kugeln drin, ja, durchnummeriert von 1 bis 20. Ja, ich drehe das Ganze dann kommt eine Kugel raus, ja, und nach der Reihenfolge, erste Kugel, ja, gewinnt halt das Gigor Sammelheft, ja, die zweite, dritte und vierte Kugel gewinnt den neuen Feind. Ja, und wie gesagt, auf jeder Kugel steht eine Zahl drauf und diese Zahl gleiche ich dann mit den Teilnehmern ab, der Reihenfolge. Sprich halt, wenn jetzt Kugel 5 als Beispiel jetzt gezogen wird, hat halt der 5. Kommentar gewonnen und dann sehen wir natürlich auch, wer das ist. Ich denke, das macht Sinn, ich denke, das macht Spaß, es ist auch ein bisschen Nervenkitzel dabei. Ja, ich möchte mich nochmal vorher bei allen bedanken, die an dem Gewinnspiel teilgenommen haben, die meinen Kanal unterstützen, die alles supporten. Ich finde es richtig klasse. Großen Dank auch nochmal an das Motu Fanfiction Team, die mir die Comics zur Verfügung gestellt haben. Wie gesagt, hat mich sehr, sehr gefreut und es macht richtig Spaß, in dieser Community hier mitzumachen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stelle jetzt die Kamera um und wir sehen uns dann gleich, oder wir sehen dann gleich das Gewinnspiel und dann fangen wir sofort an. So, Kamera umgestellt. Ihr seht jetzt den Gewinnspieltisch. Ja, ihr seht das Gewinnspiel, ja, Teil. Ich habe hier so eine Trommel. Da sind 20 Kugeln jetzt drin. Ich drehe dieses Teil jetzt einmal durch. Dadurch
wird sich dann hier oben in diesem, in diesem Teil eine Kugel halt einfinden. Ja, die rollt dann einmal hier mit diesem Teil zusammen hier hinten durch, rollt dann hier unten raus und dann sehen wir, welche Nummer das ist, welche Nummer gewonnen hat. Diese Nummer gleiche ich dann direkt halt mit dem Gewinnspielzettel ab und gebe dann umgehend halt den Gewinner bekannt. Wie gesagt, die erste Kugel, die gezogen wird, gewinnt den Gigor-Band oben links. Ja, Kugel 2, 3, 4 gewinnt dann halt jeweils einmal den neuen Feind. Und ich würde sagen, wir fangen an. Kugel, Mischmaschine, ab. So, eine Kugel ist drin. Kugel rollt raus. Und wir haben die Nummer, seht ihr das? Die Nummer 3. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so scharf schalten kann. Die Nummer 3 hat gewonnen. Die Nummer 3, die lege ich jetzt mal auf den Gigor drauf. Wenn sie nicht wegrollt. Haben Kugeln so an sich. Okay, das passt. Und die Nummer 3, sehen wir auch hier, die Teilnehmer, ja, ist Roboto MA. Roboto MA, herzlichen Glückwunsch, du hast den Gigor-Band gewonnen. Ja, freue mich richtig für dich. Ja, du kommentierst doch immer fleißig meine Videos. Richtig toll, herzlichen Glückwunsch. So, weiter geht's. Der zweite Gewinner. Wer gewinnt? Einmal den neuen Feind. Da ist schon wieder eine Kugel drin. Dieses Mal haben wir die Nummer, sieht man das? Da sieht man es, die Nummer 18. Das Licht ist ein bisschen schlecht hier drin heute. Ja, die Nummer 18 hat gewonnen. Die Nummer 18 gewinnt den neuen Feind. Und die 18 schauen wir auch gerade nach. Die 18 ist der Orko 82. Orko 82, du gewinnst den neuen Feind. Herzlichen Glückwunsch. So, und es geht direkt weiter. Wieder eine Kugel drin. Und die Gewinnnummer ist die... Wo ist sie denn? Da steht keine drauf. Doch. Die Nummer 10. Könnt ihr das sehen? Die Nummer 10, da haben wir es. Die Nummer 10 gewinnt. Die Nummer 10 gewinnt den zweiten neuen Feind. Und da haben wir die 10 Nerdthings. Nerdthings gewinnt einen neuen Feind. Herzlichen Glückwunsch an Nerdthings. So, das finale Heft. Ja, ich habe leider nur 4 insgesamt. Das finale Heft, wer bekommt das? Da haben wir schon die nächste Kugel und die finale Kugel. Und die finale Nummer ist die Nummer 19. Die Nummer 19 gewinnt das vierte, ein neuer Feindheft. Und die Nummer 19 ist ganz unten der Frederik. Frederik, du hast den neuen Feind gewonnen. Herzlichen Glückwunsch euch allen Vieren. So, ich stelle jetzt die Kamera wieder um und dann sehen wir uns gleich nochmal in Person. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Nochmal, jetzt auch in Person, Auge in Auge quasi. Herzlichen Glückwunsch an die 4 Gewinner. Wie gesagt, diese Hefte gehen jetzt demnächst auf Wanderschaft. Ja, schreibt mich an, schreibt mir hier auf YouTube, schreibt mir auf Facebook Messenger, schreibt mir auf Instagram. Ich bin überall quasi vorhanden und erreichbar. Wie gesagt, Roboto MA gewinnt den Gigor und jeweils eine Ausgabe der Motu Fanfiction Ein neuer Feind gewinnt Nerdthings, Orko 82 und der Frederik. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Ja, hoffe, die Hefte gefallen euch. Ihr könnt mir gerne mal, wenn ihr die bekommen habt und durchgelesen habt, mal ein Feedback dalassen. Ja. Schaut auch mal auf die Seite von Motu Fanfiction. Ich verlinke euch nochmal unten in der Videobeschreibung die Daten, die ich habe, sprich halt die Facebook-Seite, die Instagram-Seite, die Webseite und so weiter. Schaut mal bei den Jungs und Mädels rein, die machen echt einen geilen Job. Wie gesagt, das ist alles Fan von Fans für Fans. Ja, es ist Fanfiction, es sind Geschichten, die es vorher nicht gab. Ja, und es ist einfach neuer Stuff und ich finde es richtig toll geschrieben, auch richtig toll bebildert, richtig toll illustriert. Ja, sagt mir Bescheid, was ihr davon haltet, ja, wie ihr die Hefte findet. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen. Vielen lieben Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben.
Das nächste Gewinnspiel kommt mit Sicherheit. Ja, es gibt wieder halt, was soll ich sagen, die Möglichkeit, wieder was bei mir zu gewinnen. Hoffentlich ja, relativ kurzfristig. Ja. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl, habt noch einen schönen Tag. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Retro Rauner.